Ja, das sind die BRICS-News vom August 2024. Die BRICS-Staaten stoppen per sofort die Aufnahme von neuen Mitgliedern. Was steckt dahinter? Das Mitglied Saudi-Arabien stößt 70% seiner US-Staatsanleihen ab. Und BRICS-Jahres-Summit in Kasan rückt näher. Was werden dort die Top-Themen sein? Wird wirklich bald die Niederlassungs- und Reisefreiheit innerhalb der BRICS-Länder kommen? Einladung zum Summit für Palästina, Bolivien, Venezuela, Thailand, Malaysia und wahrscheinlich auch der Türkei gilt als sicher. Wenn du dich selbst informieren möchtest über das, was da bald beschlossen wird, dann schau dir einfach die Website brics-russia2024.ru an. Übrigens, die Wirtschaftszahlen der möglicherweise künftigen BRICS-Länder aktualisieren wir für dich. Und du findest unter diesem Link eine Tabelle. Wenn du Anregungen hast, was wir hier noch für Kennzahlen aufnehmen können oder wenn du einen Fehler entdeckst, schreib gern an die hier eingeblendete E-Mail-Adresse. Da unsere Mandanten ja in der Regel Unternehmer, Freiberufler, Familien oder Privatiers sind, die auswandern wollen und auf der Suche nach einem Plan B sind, ist es gerade wichtig, die Entwicklung der BRICS-Länder unaufgeregt zu verfolgen, weil es zeichnet sich zum Beispiel ab, dass die BRICS-Staaten eine Reise- und Niederlassungsfreizügigkeit einführen könnten. Vielleicht ähnlich wie der Schengen-Raum. Dazu gab es ja bereits erste Pressemitteilungen aus dem BRICS-Raum, Link in der Beschreibung. Damit könnte eine zusätzliche Staatsbürgerschaft oder eine Residenz für eines der BRICS-Länder ja erhebliche Reisefreiheiten für eine ganze Reihe von Ländern in der Zukunft mit sich bringen. Außerdem zeichnet sich ja ab, dass innerhalb der BRICS-Gemeinschaft Kosten für Energie und Rohstoffe und Lebensmittel deutlich günstiger sein könnten als in der westlichen Welt in Zukunft. Das ist ja übrigens zum Teil jetzt schon so. Allein durch den Handel in Lokalwährungen anstelle einer Leitwährung reduzieren sich die Kosten ja jetzt schon enorm. Der Handel in US-Dollar oder Euro kostet übrigens Länder mit anderen Währungen einen Preisaufschlag von 2-5% durch Währungskauf, Kursschwankungen, Wechselgebühren und so weiter und so fort. In BRICS-Ländern fällt das jetzt schon weg und die Getreide- und Energiebörse, die geplant ist, sowie andere Effekte könnten das Preisgewicht weiter zugunsten der BRICS und zu Ungunsten der westlichen Welt verändern. Auch weil einige Rohstoffe und auch seltene Erden oder andere Materialien ungleich hoch in BRICS-Ländern verteilt sind. Das könnte also unter bestimmten Gesichtspunkten für einen Wohnsitz oder Geschäftssitz innerhalb der BRICS-Allianz sprechen. Aber es gilt abzuwägen und alle Faktoren zu berücksichtigen. Zum Beispiel, wie sehr wird sich die BRICS-Allianz von einer nur ökonomischen Allianz zu einer politischen Allianz entwickeln. Das könnte wieder die Sicherheitslage beeinflussen. Beim BRICS-Treffen am 11. Juli wurde ja erstmals vorgeschlagen, ein BRICS-Parlament auf den Weg zu bringen, das dann auch die Kooperation der Parlamente der einzelnen BRICS-Länder übernehmen könnte. Es wird sich zeigen, ob und wie diese Idee auf Widerhall stößt. Wie auch immer, viele sehen jetzt einen guten Zeitpunkt, sich in einem der aktuellen oder künftigen BRICS-Länder eine Dauerresidenz zu besorgen. Und da gibt es ja einige attraktive Länder, zum Beispiel in Lateinamerika. Das könnte also durchaus ein wichtiger Baustein für dein Plan B-Projekt sein. Und auf unseren Webseiten findest du hier jetzt schon alle wichtigen Informationen zum Nachlesen. Aber zurück zur aktuellen Entwicklung. Die BRICS-Gruppe hat in letzter Zeit ein beachtliches Wachstum erlebt. Zu den ursprünglichen 5 Mitgliedern, Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, sind ja Anfang 2024 Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate hinzugekommen. Jetzt waren die Erwartungen an eine weitere Expansion vor dem jährlichen BRICS-Gipfel im Oktober in Kasan sehr hoch. Wir haben dazu auch ein Video gemacht und die durchgesickerten 9 künftigen Mitglieder bekannt gegeben. Doch plötzlich gab es eine überraschende Wendung. Die BRICS-Gruppe hat beschlossen, ihre strategischen Expansionsziele vorerst auf Eis zu legen, auszusetzen. Trotz des Interesses von über 40 Ländern an einer Vollmitgliedschaft, vor allem aus Lateinamerika, Asien und Afrika, gab es da einige Nachfragen oder gibt es einige Nachfragen, wurde die Aufnahme neuer Mitglieder jetzt erstmal gestoppt. Stattdessen will sich die BRICS-Gruppe nun darauf konzentrieren, ihre internen Strukturen zu stärken und ein angepasstes Modell für neue Partnerländer entwickeln. Dazu gibt es ja schwebende Aufnahmeverfahren, einige, die entweder offiziell eingeladen wurden, einige Länder oder Interesse bekundet oder mit der Papierarbeit schon begonnen haben. Das zeigt, je größer die Gruppe wird, desto größer wird auch die Vielfalt an Interessen
und Hürden. Saudi-Arabien wurde ja 2023 auch offiziell eingeladen, der Gruppe beizutreten. Und obwohl das Land an BRICS-Treffen teilnimmt, sind die Aufnahmeformalitäten offenbar immer noch nicht komplett. Und das zeigt, dass der Beitrittsprozess komplex sein kann und eben nicht immer geradlinig verläuft. Die Gruppe möchte sich nun auf interne Abstimmung und die Entwicklung eines angepassten neuen Partnermodells konzentrieren. Und es wird eben darum gehen, neben der Vollmitgliedschaft auch eine eingeschränkte oder mehrere eingeschränkte Mitgliedschaften anzubieten. Und hier müssen eben noch die Details ausgearbeitet werden. Als offizielle Gründe für die Expansionspause wurde Folgendes genannt. Erstens Fokus auf Qualität statt Quantität bei der Auswahl neuer Mitglieder. Zweitens Stärkung der Bindung zwischen den bestehenden Mitgliedern. Besonders zwei große Mitglieder haben ja einige Differenzen und es wäre schädlich, wenn die Gruppe eines ihrer größeren Gründungsmitglieder verlieren wird. Dann Entwicklung eines neuen Modells für Partnerländer. Dann Abstimmung interner Strukturen, wie ein mögliches BRICS-Parlament eventuell aussehen könnte. Und auch ein Grund, die Beobachtung geopolitischer Entwicklung im Nahen Osten und in der Ukraine. Offensichtlich gibt es auch hier einige Differenzen zwischen vielleicht neuen interessierten Mitgliedern und bestehenden Mitgliedern oder auch in der bestehenden Gruppe direkt, sodass man gesagt hat, wir wollen hier keine Unruhe reinbringen, wir warten erstmal ab, bis sich dort die Sache wieder beruhigt. Ja, wie ist der Fahrplan? Wie soll es weitergehen? Die BRICS-Gruppe plant ja beim Gipfel im Herbst 2024 in Kasan dann das Modell für neue Partnerländer vorzustellen. Und dieses soll eben eine Vorstufe zu einer Vollmitgliedschaft enthalten. Also möglicherweise muss ein neues Mitglied künftig auch erst eine Weile in dieser Stufe zusammenarbeiten und dann die Vollmitgliedschaft erwerben. Details wird man ganz sicher im Oktober erfahren. Die Qualität-Quantität-Diskussion im BRICS-Block ist also wirklich ein sehr wichtiges Thema. Und die Mitglieder stehen eben vor der Herausforderung, hier zwischen Qualität und Quantität, also eine Vielzahl von Ländern, sich auch intern erstmal zu entscheiden, was will man eigentlich? Will man sehr, sehr viele Länder in der BRICS-Allianz oder will man lieber wenige starke und die erstmal richtig gut miteinander vernetzen? Die westlichen Länder reagierten ja sehr erfreut auf die Nachricht, dass die BRICS-Gruppe ihre Erweiterungspläne vorerst auf Eis gelegt hat. Und dort wird oftmals dann, das kann man nachlesen, in den Medien so interpretiert, das wäre ein Zeichen der Schwäche des globalen Südens und als Hinweis auch vielleicht auf einen möglichen baldigen Zerfall dieses neu entstehenden Blocks. Offensichtlich steht man hier aber eben wirklich vor der Herausforderung, wirtschaftliche Ziele von politischen Zielen zu trennen. Also die Gründungsmitglieder und Interessenten haben zwar alle die gleichen wirtschaftlichen Ziele, Kosten senken, intensiv miteinander Handel treiben, eine Welt ohne Dollar als Leitwährung und ein Handel frei von politischen Zwängen und Leitlinien. Aber es gibt auf der anderen Seite eben auch Differenzen zwischen China und Indien. Die BRICS-Gruppe sieht sich hier mit internen Herausforderungen konfrontiert, insbesondere eben zwischen den beiden Kernmitgliedern China und Indien, die sehr unterschiedliche Ansichten in verschiedenen Bereichen haben. Und man weiß ja, dass Indien beispielsweise auch eine Bindung, eine sehr hohe Bindung auch zu den USA haben, was den Handel betrifft. Und all das könnte die Spannung eben dort auch verstärken. Und diese Spannung könnten die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe dann beeinträchtigen. Man hat ja auch schon ein paar Mal gehört, dass Indien auch vielleicht die Allianz verlassen könnte, was aber dann bisher noch nicht eingetroffen ist. Dann war ja die Lage im Nahen Osten und in der Ukraine auch mit angeführt. Und es ist ganz klar, die geopolitische Situation bleibt dort angespannt. Da ist auch keine Entspannung jetzt kurzfristig in Sicht. Und die Aufnahme weiterer Mitglieder bringt in der aktuellen Phase eben auch neue Spannung scheinbar in die Gruppe, da ja zum Beispiel von einem neuen Mitgliedsland verlangt würde, keines der anderen BRICS-Länder zu sanktionieren. Das könnte aber dann für diese neuen Länder wiederum Sanktionen oder Nachteile bei Geschäften mit der westlichen Welt bedeuten. Und hier scheint dann die BRICS-Gruppe zu bevorzugen, wir warten erstmal ab, bis sich da die Spannung in der Ukraine oder auch andere Konflikte wieder beruhigt haben, bevor wir neue Mitglieder aufnehmen. Dann gibt es noch einen ganz wichtigen Punkt, der auch zur Suspendierung der Aufnahme neuer Mitglieder geführt hat, und zwar ist das die technische Infrastruktur. Die BRICS-Staaten arbeiten ja an der Entwicklung einer technologischen Basis für das Handling lokaler Währung. Also entgegen vieler Meldungen im Internet, dass die BRICS-Gruppe eine eigene goldgedeckte Währung auf den Weg bringen könnte, ist ja genau das Gegenteil eingetroffen. Das heißt, die BRICS-Gruppe
arbeitet mit einem speziellen Zahlungsgateway, das es eben den Mitgliedern ermöglicht, immer mit ihren lokalen Landeswährungen zu arbeiten. Das Zahlungsgateway MP läuft zwar schon und es werden schon regelmäßig erste Zahlungen sowohl in Fiat-Währung als auch in CBDC-Währung darüber abgewickelt und 159 Banken aus 20 Ländern sind dort ja auch schon angebunden. Aber es gibt noch Hausaufgaben zu erledigen, besonders eben, wenn so viele weitere Länder dazukommen sollten. Und dann gibt es noch die Frage, ob Bitcoin, also Kryptowährungen, zugelassen werden sollten. Auch das muss noch diskutiert und entschieden werden. Auch da mit jedem neuen Land, das dazukommt, wird eben die Vielfalt der Ansichten, Wünsche und Meinungen immer größer. Außerdem gibt es mittlerweile zahlreiche Arbeitsgruppen für weitere gemeinsame Plattformen und Systeme, die den Informationsaustausch und die Kooperation in Bereichen wie E-Government, aber auch Forschung und Bildung verbessern sollen. Konkret will man zum Beispiel im Bereich KI intensiv zusammenarbeiten und man will, und jetzt kommt's, Freizügigkeit umsetzen bezüglich des Austauschs von Arbeitskräften. Also Reisefreizügigkeit, Arbeitserlaubnis, Niederlassungsfreiheit, ähnlich wie im EU-Raum oder Schengen-Raum könnte das Ergebnis sein. Und all das erfordert hier eben viele neue Vereinbarungen, Verträge, Schnittstellen zu zahlreichen Behördensystemen innerhalb der Allianz. Ein Link beispielsweise zu den Überlegungen, Arbeitskräfte innerhalb der BRICS-Allianz auszutauschen, packen wir ja auch mit in die Beschreibung. Wichtig ist aber, dass die Aufnahme neuer Länder jetzt suspendiert wurde, sollte nicht täuschen, dass da doch etwas Großes entsteht. Der BRICS-Summit rückt ja näher. Und die Frage ist, was werden die Top-Themen dort sein? Also auf der einen Seite wurden ja neue Mitglieder eingeladen. Venezuela, Bolivien, Thailand, Malaysia, Vietnam, die Türkei. Und wir werden sehen, dass noch einige andere dabei sein werden. Dann der neue Partnerstatus als Vorstufe für die Vollmitgliedschaft. Wie gesagt, man kann sich das ähnlich vorstellen, so wie die Schweiz oder Liechtenstein ja auch kein Mitglied in der EU ist, aber dennoch natürlich eingebunden ist, es viele Verträge gibt, den Schengen-Raum zum Beispiel gibt, so ähnlich könnten also auch dann mit einem, sagen wir mal, minderwertigeren oder Mitgliedschaft auf Probe, wie auch immer, Status dann Länder eingebunden werden. Dann wird ein ganz wichtiges Thema sein, die MP-Zahlungsplattform als SWIFT-Ersatz. Die wird offiziell gelauncht, wird dann natürlich auch gehypt werden. Wie gesagt, 159 Banken von 20 Ländern sind jetzt schon angebunden und da wird es noch einige mehr geben. Das wird dann dort bekannt gegeben. Und dann die Diskussion, ob BRICS ein Parlament haben wird sicherlich ein Top-Thema sein auf dem BRICS-Summit. Bitcoin und andere Kryptowährungen, werden die eine Rolle künftig auf der Zahlungsplattform spielen? Die Getreidebörse, vielleicht auch die Energiebörse, was eine enorme weitere De-Dollarisierung des Handels zur Folge hätte und die Preise, wie gesagt, in BRICS-Staaten künftig senken könnte. Und wie gesagt, auch die Reisefreizügigkeit innerhalb der BRICS-Staaten. Das alles und noch mehr sehr wichtige Themen auf dem BRICS-Summit. Viele sehen ja die BRICS-Allianz als zahnlosen Tiger, sehen keine reale Chance, den Dollar als Leitwährung und die Dominanz der westlichen Welt zu gefährden. Und andere sehnen regelrecht herbei, dass eine multipolare Welt entsteht. Also ist auch für mich immer wieder interessant, in den Kommentaren finden wir irgendwo so kein Grau, sondern immer so das Schwarz und Weiß, also die voll 100% für die BRICS-Allianz sind und die sagen, das wird nie was, das ist ein Rohrkrepierer. Also ich finde es immer sehr interessant, da auch sachliche Kommentare natürlich nachzulesen und nehme das sehr, sehr gerne als Input auch für künftige Berichterstattung hier zum Thema. Ich finde einfach, dass es wichtig ist, unaufgeregt informiert zu bleiben und für sich zu überlegen, was jede der beiden Optionen eben für mein Business, für Risiken, aber auch für Chancen haben könnte. Und wie gesagt, einige Mandanten fragen heute schon, wir bekommen da fast täglich Anrufe nach Optionen in BRICS-Ländern oder in künftigen BRICS-Ländern, eben jetzt schon eine Residenz zu beantragen, vielleicht sogar eine zweite Staatsbürgerschaft als Plan B oder ein Unternehmen zum Beispiel zu gründen. Und wenn dich das auch interessiert, dann findest du, wie gesagt, viele weitere Informationen auf unseren Webseiten wohnsitzausland.com und Plan B-Projekt. Link in der Beschreibung. Oder wir treffen uns auf einem unserer Live-Events. Ich würde mich freuen, dich kennenzulernen dort. Und es gibt ja auch dieses Jahr noch mehrere Gelegenheiten dazu, mehrere Events, wo wir auch direkt mal uns sehen können und dann über solche Themen sprechen können. Bis dahin, informier dich unaufgeregt. Bis zum nächsten Video. Bleib fröhlich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.